Wir sind Anne und Uwe und bauen gerade einen über 150 Jahre alten Schweinestall für unsere Hühner um. Beim letzten Mal haben wir den Stall saniert, gestrichen und eingerichtet. Doch nun geht es an das langwierigste Projekt, das Außengehege. Viel Spaß beim Zuschauen. Der Bau des Außengeheges begann im April 2023. Nur wussten wir zu der Zeit noch überhaupt nicht, dass es mal ein Außengehege wird. Denn Uwe hatte das Gestell für unsere Solarpaneele gebaut mit dem Plan, dass wir darunter später irgendwann mal, wenn wir mal Zeit haben sollten, ein Gewächshaus bauen können. So in etwa soll es aussehen. Wir haben hier vorne die Wand, wo es dran kommt. Auf der Seite ist dann sozusagen der Schuppen. Dann wird mal zugeschnitten. Langen Balken musste mir jetzt erstmal Anne helfen. Die habe ich nämlich hier über unseren Hof nicht alleine durchgefümmelt gekriegt. Jetzt steht aber erstmal alles. Jetzt wird es ausgerichtet, festgeschraubt und dann geht es mit den ganzen Versteifungen los. Tja, und ein Jahr später sah es mal wieder so aus, denn unser Brombeergestrüpp an dieser Stelle wächst immer sehr schnell wieder alles zu. Und da musste ich natürlich erstmal alles wieder wegmachen, damit wir überhaupt weitermachen können. Ich stehe hier hinten gerade an dem zukünftigen Ort unseres Hühnerstalls oder beziehungsweise Hühnerauslaufs und das wird Uwe in der nächsten Zeit umbauen. Ursprünglich hatten wir überlegt, hier so einen kleinen Fundamentstreifen zu gießen und dann da halt so ein bisschen aufzumauern. Wir haben ja noch einiges an Porotonstein, die wir davon nehmen könnten. Aber mir ist jetzt noch eine ganz andere Idee gekommen, und zwar, dass wir hier so ein Hochbeet machen, ungefähr bis zu dem Stein da, und darunter so einen Spatentief auszuheben und dann diese ganzen zerbröselten Ziegelsteine, dass die dann sozusagen da reinkommen, dann wird das schön verdichten, dann haben wir erstens einen schönen Ablauf und zweitens buddelt sich da auch kein Fuchs mehr durch. Es geht heute hier mal weiter und zwar brauchen wir dann demnächst den Hühnerauslauf. Dementsprechend werde ich mich mal hier ranmachen und das Ganze hier hinten wieder abbauen und neu wieder aufbauen. Das Außengehege sollte zum Teil überdacht sein, damit wir bei eventueller Stallpflicht wegen Vogelgrippe die Tiere trotzdem in den Auslauf lassen können. Auch im Winter ist es ganz schön, wenn die Tiere einen trockenen Platz haben, zum Beispiel bei Regen oder Schnee. Das ganze Teil ist jetzt erstmal soweit fertig. Jetzt fehlt obendrauf erstmal nur noch die Dachpappe. Ja, und dann muss ich noch ein bisschen was an Schrägen einbauen etc. Aber stabil genug zum drauf rumlaufen ist es jetzt schon.
heute geht's weiter an unserer wunderschönen Voliere. Wir werden uns heute nämlich um die Fortsetzung des Hochbeetes kümmern. Uwe buddelt noch ein bisschen rum und ich sammle die ganzen restlichen Krümel hier raus. Und ja, ist jetzt das erste Mal, seit ich es jetzt wieder sehe. Farbe sieht schön aus. Auf jeden Fall besser als dieses olle Gelb vorher. Aber ich bin noch am Überlegen, ob ich hier noch die Balken und die Decke vielleicht auch noch streiche damit. So, heute geht es weiter an der Voliere und wir müssen ja noch ein paar schräge Balken einziehen, damit die Stabilität gewahrt ist. Und darum geht es heute. Ich habe aus meiner Restekiste sozusagen hier noch diese zwei, ich glaube 8x8 sind die Balken rausgeholt. Und wie ihr seht, sind die noch ein bisschen schmutzig und auch noch ganz schön splinterig. Die werde ich jetzt einmal abschleifen und dann noch streichen, je nachdem wie schnell Uwe wieder da ist. Jetzt muss ich mich aber erstmal umziehen. Für eine normale Baustelle hätte es gereicht. Aber zum Schleifen, da muss ich mir jetzt meine Klamotten nicht unbedingt so einsauen. Ich habe jetzt schon mal hier eine Stütze drunter gepackt. Jetzt säge ich gleich noch die Balken zu, damit diese blöden Bretter da abkommen. Und dann kommt da in der Mitte noch ein Balken rein. Da schneide ich mir dann noch eine Einschlaghülse noch auf, dass ich da den Balken dann auch reingefädelt kriege. Und dann wird das Ganze ordentlich festgemacht. Die nächste Aufgabe für mich ist es jetzt, die Hochbeete schon mal vorzubereiten. Und da habe ich mal in unserer Resteabteilung geguckt im Schuppen. Ich habe das ja neulich alles sortiert und konnte deswegen einiges raussuchen, was von den Maßen her ganz gut passt. Ich erspare euch an dieser Stelle mal die langwierigen Erklärungen und Gedanken, die ich zu diesem Hochbeetkasten hatte. Es war kurz gefasst ein ziemlicher Krampf und hin und her überlege. Und dann ist mir zwischendurch drauf aufgefallen, dass wir ja vielleicht vorher noch den Volierendraht festmachen sollten, was wir dann natürlich auch noch gemacht haben. Und ja, an dem Tag hatte ich dann doch irgendwie schlechte Laune, denn der Volierendraht, der ist doch ein bisschen wellig geworden und hat sich nicht so schön abrollen lassen. Das Zeug ist halt auch echt schwer so als Rolle. Am Ende haben wir es zu zweit aber dann ganz schön gekriegt. Heute sind wir mit dem Hochbeet ganz gut vorangekommen. Hier habe ich jetzt erstmal schon mal die Muttererdehaufen, also der Aushub, der hier drunter war sozusagen. Den habe ich jetzt schon mal teilweise hier reingemacht und noch ein paar Stöcker von der Totholzhecke klein gemacht. Hier kann auf jeden Fall noch ein bisschen was rein. Hier in dieses Beet möchte ich ja Stangenboden reinmachen und die brauchen nicht ganz so kompostreiche Erde. Deswegen dachte ich mir, mache ich da hauptsächlich den normalen Lehmboden, den wir hier haben, rein. Und guck mal, ob das was wird. Ansonsten nachdüngen geht ja immer noch. Und in diesen 3 Feldern hier soll ja alles voll mit Tomatenpflanzen. Und die brauchen natürlich dann noch ein bisschen mehr reichhaltigere Erde. Deshalb müssen wir da auf jeden Fall noch was dazu kaufen. Hier hinten an der Voliere ist ja noch so ein kleiner offener Bereich. Da habe ich mir jetzt schon mal eine Latte zugeschnitten. Und die schraube ich jetzt mit 5, 6 Schrauben an der Wand fest, damit wir da das Gitter auch noch festmachen können. So, vorbereitet ist alles. Dann geht es jetzt ran ans Bohren.
messing around, calling all you freaks and nerds. You're just missing what you want. My brother's going down the drain, my sister's living the dream, but everybody's singing along. It's okay, we'll all soon be gone. So, ihr Lieben, der Tag ist gekommen. Wir haben schon die ganze Zeit immer geguckt. So, ihr dürft raus. Ich glaube, die wollen lieber durch die Tür. Damit die Hühner hier noch ein bisschen mehr Auslauf kriegen, seht ihr, wir haben jetzt gerade erstmal bloß provisorisch hier das zugemacht, denn hier außen kommt ja die Erweiterung des Auslaufs und ja, dazu müssen wir hier natürlich jetzt erstmal ein bisschen Platz machen. Der Kompost hier muss abgebaut werden und dann habe ich hier vorne schon mal die ersten Punkte markiert, wo die Pfosten rein sollen. Ja, also erstmal ein bisschen freiräumen und dann schauen wir mal, wie viel Platz wir dann zum Schluss haben. So, ich habe jetzt die ersten Einschlaghülsen hier alle mal positioniert. Die schlage ich jetzt ein. Am Kompost müssen wir noch ein bisschen wegräumen, damit ich da auch Platz habe. Und ja, jetzt wird es langsam warm. Gleich gegen 9 haben schon ordentlich was geschafft heute Morgen. Jetzt doch noch einiges gefunden an langen Hölzern. Da sind zwar ein paar krumme bei, aber ich musste ja sowieso noch zuschneiden. Und ja, ich habe die jetzt schon mal draufgelegt. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Und ich schnapp jetzt mal die Säge und schneide die mal erstmal alle grob auf Länge, dass das passt. Und dann können die festgeschraubt werden und dann werden sie vorne bloß noch gekappt.
So, heute ist wieder Voliere-Bautag. Uwe ist gerade noch dabei, vorne die große Fläche zu mähen. Das dauert immer eine halbe Stunde ungefähr. Und ich dachte mir, ich fange schon mal an, in der Voliere die restlichen Kompostteile da noch woanders hinzupacken. Beim letzten Video kamen ja leider wieder mal so Sachen wie, ja, Anne macht ja gar nichts, so nach dem Motto. Und deswegen nehme ich jetzt mal diesen Schritt mit auf, denn ich habe tatsächlich bei dem zweiten Hühnerteil-Video viele Sachen, die ich gemacht habe, gar nicht aufgenommen. Da ist dann halt plötzlich der Rahmen gestrichen gewesen oder die Wand geweißt gewesen oder halt die Wand verputzt gewesen, ohne dass ich das gefilmt habe. Und dadurch kommt es natürlich dann manchmal so rüber, als ob ich hier quasi auf der vollen Haut sitze und sozusagen Uwe die ganze Arbeit macht. Lasst euch gesagt sein, dem ist nicht so. Ich hatte nur zwischendurch einfach wirklich überhaupt keinen Bock darauf, mich selber zu filmen. Hatte verschiedene Gründe, aber ja, ich wollte Sachen einfach mal unbeobachtet machen. Aber das Resultat ist natürlich wieder, dass alle Leute denken, dass man nichts macht. Naja, so, ich mache jetzt was euch wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert. Und zwar diesen Haufen da wegzumachen. Also viel Spaß beim Zugucken. Der Aufbau, den wir jetzt hier haben, ist ja, damit sich hier der Fuchs nicht reinbuddeln kann, haben wir ja den Zaun bestimmt 15, 20 cm eingebuddelt und haben dann wieder lauter Ziegelbruch da reingeschmissen, damit ja sich da nichts durchbuddeln kann. Da kam mir gerade so die Idee, dass man hier ja noch einen schönen Blühstreifen hinmachen könnte. Also zum Beispiel ein paar Frühblüher, Ringelblumen, vielleicht ein paar Sonnenblumen und Vergissmeinnicht. Und dann hätte man hier nochmal so einen kleinen Streifen, der dann auch nochmal ganz hübsch aussieht. Dann wird das fleißig am Beton machen. Und es sind übrigens schon wieder mindestens 25, 27, 30 Grad hier hinten. Gefühlt 35. Ja, wir haben hier natürlich genau die Sonne gerade drauf. Ich bin jetzt hier draußen in dem zukünftigen Wachtelauslauf. Hier an der Wand sieht man jetzt nicht so ganz gut, aber da sind einige lose Ziegel noch unten. Das heißt, ich werde da jetzt auch noch ein bisschen ausbuddeln, alles lose wieder rausnehmen und dann wieder alles verstärken, damit uns da die Wand nicht absacken kann. Jo, das ist ganz schön knochenharter Boden und viele Wurzeln drin. Da habe ich meinen Spaß. Aber ran ans Werk, ich will da heute noch Beton drin haben. Der Beton ist jetzt einen Tag durchgehärtet. Das heißt, ich kann jetzt die Schalung abmachen und die Hühner drängeln auch schon. Die wollen nämlich wieder raus. Das heißt, ich beeile mich mal ein bisschen, dass die wieder draußen rumrennen können. Für unsere Hühnerburg brauchten wir natürlich noch eine stattliche Tür. Damit unser letzter Rest Volierendraht noch gerade so reicht, hat Uwe sich also was Schönes überlegt. Der Eingangsbereich von unserer Hühnerburg ist jetzt auch endlich fertig und jetzt kann ich mich da dran machen und dort die Tür reinbauen.
Ja, die beiden Türen sind fertig und jetzt geht es daran, die einzubauen. Das ist alleine mal ein bisschen tricky. Dazu werde ich mir eine Schraube erstmal unten fixieren, damit ich die Tür auf die richtige Höhe kriege und dann einzeln die Scharniere einbringen. Ich sehe, die Hackschnitze sind angekommen. Ja, und die sind richtig schön fußtrocken. Ich hatte ja schon ein bisschen Befürchtung, dass die feucht sind, weil dann schimmeln die so oll. Aber die sind genau richtig für den Stall. Cool. Ja. Ja, und du machst jetzt erstmal alles breit, ja? Ja, noch breit. Floating, weightless, undersea. Damit sich da unten an der Tür jetzt auch nichts durchbuddeln kann, werde ich jetzt diese schöne Schwelle da verbuddeln. Und dann kommt vorne wahrscheinlich oder hinten noch ein bisschen Gitter mit ran und dann sollte das auch klappen, dass da kein Fuchs oder irgendwas anderes sich unten durchbuddeln kann. Jetzt ist es schon um 8, die Schwelle ist drinne und ich habe noch ein bisschen Elan. Das heißt, ich schnappe ihm jetzt die Lasur. Ich will nämlich mal sehen, wie das aussieht, wenn das hier alles richtig schön dunkel lasiert ist. Und gefällt dir der Werk? Ja, finde ich sehr schön. So, ihr seht am Sonnenstand. Kurz nach 6. Es ist kurz nach 6. Heute soll es ja noch regnen, deswegen dachten wir uns, der frühe Vogel muss als den erstes Zaun. streichen. Hier unten drunter die ganzen Sachen möchte ich auch noch streichen. Ja, ich Genau. würde sagen, wir fangen mal an, oder? Jo. Und ich hole mir noch eine Tasse Kaffee. Da ist keiner mehr da. Ich muss 9 machen. Ich habe erst eine Tasse gekriegt. Du willst ja nicht mehr so viel Meine Kaffee trinken. Popeltasse. Unglaublich, sage ich noch. Unglaublich. Brechende Hitze. Es ist
elendig. Also gerade wenn man die ganze Zeit in der Sonne ackern muss. Aber wir haben's sind geschafft. durch. Ja, Ja. endlich fertig mit dem Auslauf. Ja. Und die Hühner freuen sich natürlich auch. Ja, die sind ja jetzt schon die letzten Tage immer glücklich hier mit dabei. Und jetzt mit der Einstreu, mit der neuen, mit den Hackschnitzeln sind sie natürlich noch erfreuter drüber. Alle anderen Teile des Hühneranbaus findet ihr in dieser Playlist. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.